Wir haben alle gehofft, dass das nicht so wieder einer bricht wie eine Welle über uns. Das ist in den letzten 2 Wochen sehr, sehr real wieder geworden. Und ich habe gesagt, am Anfang, letztes Jahr im März, habe ich gesagt, ja, okay, Covid in Gallingen. Ich sage, Mädels, jetzt denkt die, wir müssen uns die Energien einteilen. Es ist kein Sprint. Es wird ein Marathon. Und im Herbst habe ich gesagt, ich glaube eher ein Triathlon. Und jetzt bin ich schon beim Ironman. Und wenn du mal einen Ironman machst, dann hast du erst schon Marathon und Triathlon gemacht. Und du weißt, was dir erwartet. Und du weißt, dass ab Kilometer dort die Muskelkrämpfe einsetzen und dass du irgendwann einmal so mit deinem inneren Schweinehund kämpfen musst, dass du einen Fuß vor den anderen setzen kannst. Und du weißt es schon, das erwartet dich. Und ich glaube, das ist selber was ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen einfach auch, in der Situation sind wir jetzt. Wir wissen es, dass wir Blottern haben werden von den Schuhen und jetzt auch beim Triathlon-Beispiel zu bleiben. Aber wir tun es trotzdem. Wir tun es echt. Und von dem her muss ich sagen, bin ich auf alle, die da jetzt in der Situation arbeiten, voll stolz. Weil wir tun das Beste, was wir kennen. Und wir wissen, was uns erwartet. Und das ist nicht allem gut, weil man genau weiß, was passiert. Und das Leiden, das man zu erleben hat und mitzuerleben hat, weil im Endeffekt sind wir ja mit dabei, mit den Angehörigen, mit den Patienten selber. Sicher gibt es dann auch die Momente, wo du sagst, oh, er hat es geschafft, wir haben heimgeschickt, aber einfach, es ist sehr viel Leid dabei. Es wird sicher absolut verständlich einfach auch negiert, die ganze Geschichte, und wo einfach gesagt wird, nein, mir geht es nicht schlecht, weil Covid hat mir jetzt schlecht, weil ich habe es mir auf intensiv. Das ist auch ein bisschen eine Selbstverteidigung. Das ist mir so drinnen geblieben, die Patientin hat dann, nachdem sie wirklich sie ist nicht auf intensiv gekommen, aber dann bei der Entlassung war halt, ja, jetzt geht es ihr gut und sie ist so froh und jetzt geht sie nach Hause und sie ist halt so froh. Also am meisten geholfen hat ihr da jetzt halt die Sonne. Wir sind zum Glück Süden exponiert und dass sie halt können die Füße in der Sonne heben und das Vitamin D, das sich dann gebildet hat, und die vielen heilenden Gedanken, die ihre ganzen Freunde ihr geschickt haben und ihr Prana-Therapeut. Da muss man schon einmal, kann auch Raum haben, ja. Das ist, dass da aber eine High-Flow-Sauerstofftherapie dahinter war, eine Cortisontherapie, das Heparin, wie gehabt, also ist Low-Dose-Heparin, unsere Pflege und Aufmerksamkeit, die Down einigen und die Slogan und probieren wir auf dem Bauch, probieren wir auf der Seite und versuchen und jetzt probieren wir mal aufzusitzen und ja. Und was magst du essen? Und die Tatra-Zwetschgen bestellen, dass du endlich Stuhlgang hast, dass du einfach auch schon besser geht. Magst du heute mal einen Tee-Nachmittag mit Zitrone? Soll ich dir ein paar Kekseln bringen, was brauchst? Und dann ist es die Sonne und die heilenden Gedanken. Ganz in Anfang habe ich mir gedacht, jetzt haben wir etwas gegen das Virus und die Leute verstehen es nicht oder sie nutzen das nicht. Ja, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Wenn jetzt jemand zu mir kommt und fragt, Katrin, was sagst du dazu? Soll ich impfen, soll ich nicht impfen? Was sind die Vor- und die Nachteile, kann ich gerne darüber reden. Aber ich bin sicher nicht, ich bin jetzt nicht mehr bereit zu missionieren und Anführungszeichen und einfach so viel Energie zu investieren. Weil die Leute einfach nicht zulassen. Die haben so einen Bias, die sind so voreingenommen und hören leise, was ihnen über ihre Überzeugungen sozusagen bestätigt. Und der ganze Rest, leider Gottes, wird überhört. Wir sind weder Superhelden, noch ich weiß nicht was, sondern wir sind Frauen und Männer, die auch ein Privatleben haben. Ich bin nicht Professionistin, ich bin eine Mama, alleinerziehend von 2 Jugendlichen. Ich habe ein Leben auch außerhalb von da, das aber sehr stark durchs Covid beeinflusst einfach ist, wo ich auch für draußen sehr wenig Energie und Kraft mehr habe.
was ich auch merke, was mir auch meine Kinder als Feedback geben, was so als wirklich total super sein und ist absolute Verständnis haben. Und wenn ich heute auf Nacht heimkomme, dann bin ich mir sicher, dass mein Sohn mir schon ein Nachtmahl gerichtet hat, weil er weiß, dass wenn ich heimkomme, dass ich Hunger habe. Und das ist einfach nur schön. Deswegen einfach, dass die Leute draußen auch verstehen, wir sind alle Menschen. Und wir sind nicht unendlich, sondern wir sind endlich. Wir können durchhalten, sicherlich. Aber wenn wir da noch rauskommen aus der Situation, ich weiß es nicht. Ich sehe allem noch die Gesichter von den Menschen, die begleitet haben beim Sterben oder auch deren Angehörigen, die begleitet haben oder die auf Intensiv verschickt hat, unter Anführungszeichen. Also wo ich dabei war, als ich sie da übernommen haben, die Kolleginnen und Kollegen von der Intensiv, die Angst gehabt haben, wo ein gestandenes Mannsbild von 1,80 Meter mit 120 Kilo ihnen misshandelt hat, weil er einfach Angst gehabt hat. Ich habe die Gesichter vor meinem inneren Auge und nicht alle sind wieder zurückgekommen.